Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Vielen Dank an die Frau hinter der Kamera, nämlich meine liebe Amori. Danke, dass du heute filmst. Leute, ich habe heute was für euch. Und zwar, ihr wisst, ich bin jetzt Tesla-Fanboy, kann man fast sagen, seit 2019 mit dem ersten Tesla Model 3. Das habe ich ja verkauft, dann wieder ein Tesla Model 3 auch verkauft. Und jetzt sind wir hier beim Tesla Model Y. Und ich will euch heute 5 Gründe nennen, warum das Model Y besser ist als das Model 3. Man muss ehrlicherweise sagen, dass ich extrem viele Anfragen bekomme. André, was nehme ich denn jetzt? Nehme ich das Model 3 oder nehme ich das Model Y? Und ich will euch das einfach ein bisschen erleichtern. Ich will euch diese Lösung einfach auf dem Tablett servieren. Deswegen 5 Themen, 5 Punkte, die diese Karre hier, dieses Geschoss, kann man fast sagen, besser drauf hat als Model 3. Nach dem Intro geht's los. So Leute, dafür habe ich mir natürlich wieder eine Liste geschrieben und wir fangen, glaube ich, gleich mit dem sexiesten Part des Model Ys an, nämlich das Hinterteil. Wir gehen mal hin, Amori, und zwar ist das hier der Kofferraum. Der Kofferraum hat mich beim Model 3 einfach immens immer gestört, weil ihr wirklich zwar einen extrem tiefen Kofferraum habt, aber dafür durch diese Querstrebe am Kofferraum nicht sehr hoch viel Platz habt. Das heißt, hier sieht die Welt ganz anders aus. Ist ein bisschen dreckig, müssen wir gleich den Dreck mal wegmachen hier. Aber das sieht doch Welten besser aus als wie beim Model 3. Das muss man eigentlich sagen, war ein Hauptgrund mit. Ihr wisst auch, Veronika und ich, wir campen ab und zu mal, muss man ehrlicherweise sagen. Und da kann man hier einfach entspannt die Sitze umklappen. Das sieht super einfach. Und dann können wir uns hier reinlegen. Ich mach's gerade mal, kletterst die hier rein und zack, hast du wesentlich mehr Platz. Kannst die Beine mal hoch heben sozusagen. Und es ist wirklich super entspannt. Das ist der erste, vor allem für uns beide, groß gravierende Punkt, der deutlich besser ist. Wir werden euch natürlich auch, wenn wir mal kurz hier reingucken, sehen wir ein kleines Päckchen, was zeigen in den kommenden Videos mit Kelvin zusammen. Ich habe es jetzt umgedreht und zwar geht das in Richtung Camping. Eine richtig schöne Campinglösung für euch, die wirklich auch mal die komplette Breite des Kofferraums ausnutzt. Da kommt ein Video zu, freut euch schon mal drauf. Aber erster Punkt auf jeden Fall der Kofferraum. Außerdem haben wir hier im Kofferraum noch einen Punkt, den hat das Model 3 nicht. Und zwar, wenn ich mal hier rüber schwenke, ist das die 12 Volt Steckdose oder der 12 Volt Stecker. Hätte in meinen Augen auch gleich noch ein 230 Volt Stecker sein können, aber das haben wir überhaupt nicht beim Model 3. Auch wieder der nächste Punkt, wenn man mal hinten irgendwas laden muss, zum Beispiel einen Kühlschrank und so weiter, kann man das direkt über Steckdose machen. Gehen wir doch auch gleich mal zum nächsten Punkt über. Ich steige bei der Beifahrerseite ein und wir schauen auf den Display. Ich will euch nämlich jetzt den Verbrauch zeigen. Denn ich bin der Meinung, dass das Model Y trotz der 200 Kilo mehr Gewicht, trotz dieser anderen Oberfläche, die es hat, einen super Verbrauch hinlegt. Wir haben jetzt hier 730 Kilometer knapp runter und einen Verbrauch von 18,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist super. Ich will nicht sagen, dass das Model 3 jetzt, oder beziehungsweise ich will nicht sagen, dass das Model Y deutlich besser ist als Model 3, das wäre ja schon gelogen, aber auf jeden Fall gleichwertig. Wir müssen auch bedenken, wir haben 200 Kilo mehr, wir haben eine andere Stirnfläche vorne und wir haben rundherum 255er Schlappen drauf. Und den Verbrauch dann zu haben, super, wirklich super, kann ich nicht meckern. Ich kann euch nicht sagen, was Tesla am Model Y verändert hat, aber sie haben es richtig gemacht, definitiv. Auch ein dicker Daumen nach oben. Bevor es in dem Video weitergeht, eine kurze Frage. Kennst du bereits unseren eFieber-Shop für begeisterte Elektroautofahrer? Von T-Shirts über Hoodies bis Kaffeetassen wirst du dort fündig. Mit dem Code eFieber bekommst du 10% Nachlass auf deine gesamte Bestellung. Schau gerne vorbei, wir freuen uns. Und nun zurück zum Video. Ein anderer Punkt, den ich auf jeden Fall auch ansprechen kann, ist die Stabilität oder das Fahrverhalten des Fahrzeugs bei höheren Geschwindigkeiten. Ich hatte ja zwar die Tesla Model 3, die ich vorher hatte, immer umgebaut, Fahrwerk rein und so, beziehungsweise Federn rein. Aber hier, muss ich ehrlich sagen, bin ich sehr positiv überrascht. Wir sind jetzt hier schon öfters Topspeed gefahren, 217 auf der Autobahn. Und der Wagen liegt sehr, sehr stabil, sehr, sehr wie auf Schienen auf der Straße. Also du hast nicht diese Wankeffekte und sowas wie bei einem Serie Model 3. Also muss ich echt sagen, der Wagen liegt deutlich besser auf der Straße als wie ein Serie Model 3. Das Video ist sehr knackig. Ihr seht, wir sind jetzt schon beim 4. Punkt. Es geht um den Innenraum, es geht um die Sitzposition, die der Fahrer bzw. eigentlich alle Passanten da drin haben. Ich zeige euch das nochmal.
Im Model 3 zum Beispiel saß ich wirklich gefühlt am Boden. Also wirklich, du bist da reingefallen und kamst kaum mehr raus. Das war gerade bei größeren Leuten sehr, sehr auffällig. Hier sitzt ihr generell schon mal höher. Das seht ihr hier auch. Wir haben da den Unterbau. Ihr sitzt wirklich angenehm. Das kann man nicht anders sagen. Ich kann ja mal einsteigen, dann seht ihr das auch noch mal bildlich. Ich gehe wirklich hier rein, muss mich kaum bücken und zack, sitze ich schon hier. Es ist top, es ist wirklich top. Am Anfang dachte ich, okay, oh, ist ein bisschen opermäßig, war. Aber jetzt mittlerweile, mir macht Spaß. Amor, war, du hast auch am Anfang gedacht, oh nein, was Model Y, da sind wir drin wie Rentnerpaar. Aber wir lieben es mittlerweile. Wir finden es toll. Du steigst aus, musst dich nicht irgendwie rumwehren. Oh, hier das breite Kreuz raus. Es ist alles kein Problem. Super, wirklich ein Daumen nach oben. Gefällt mir mittlerweile besser als beim Model 3. Und kommen wir nämlich auch gleich mit zum letzten Punkt, auch ein Komfortthema, würde ich sagen. Und zwar, ihr merkt generell, ich glaube, die Türen hier sind breiter, wa? Das ist keine Frage. Und wenn wir jetzt hier nicht mal hier oben hingucken, klärt sich auch warum. Diese Fläche hier, Amaury, wenn du das siehst, diese Fläche liebe ich mittlerweile. Das ist eine breite Auflagefläche für den Bizep, für die Arme, Leute. Ich mach's mal zu. Und ihr seht das jetzt hier hat die Fläche und es ist genau immer meine Höhe, um hier wirklich die komplette Hand entspannt hinzulegen. Also ich weiß nicht, ob das rüberkommt in der Kamera, aber bei Model 3 ist diese Fläche im Prinzip ein bisschen rund. Die ist abgeflacht und hier ist sie wirklich gerade. Ihr könnt da entspannt, gerade auf der Autobahn, legst den Arm hier hin und kannst wirklich toll hier deinen Arm ablegen. Das gibt es beim Model 3 nicht, finde ich super, wirklich super. Daumen nach oben, wieder ein Punkt mehr fürs Model Y. So ihr Lieben, das war es auch schon wieder. Es waren 5 knackige Punkte, aber ich denke, der ein oder andere hat jetzt noch mal eine erleichterte Basis für, ob er das Model 3 nimmt oder das Model Y. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, es gibt auch negative Punkte im Vergleich hier zum Model 3. Wenn ihr die auch wissen wollt, schreibt es gerne unten in die Kommentare, dann würde ich da auch noch mal ein Video zu machen. Und ansonsten ja, verabschieden wir uns. Für uns war es das hier. Wir wünschen euch einen schönen Tag, haltet die Ohren steif und wir sehen uns im nächsten Video wieder.